Selbstverständlich ständig politische Intrigen, verrückte Machthaber auf der ganzen Welt und sich immer mehr ausbreitende Kriege und Kriegsschauplätze im Nahen Osten auf der ganzen Welt. Der Westen, das NATO-Bündnis, scheint auf Konfrontationskurs mit dem Osten zu gehen und schaut nur nach einer Gelegenheit, um loslegen zu können. Und auch Russland ist nicht ruhig und hat gezeigt mit seiner Eroberung von Teilen der Ukraine, dass es zu allem bereit ist. Ganz zu schweigen von Nordkorea und dem immer provozierender auftretenden China, das überall versucht, seine Interessen durchzusetzen. Wir wollen es nicht hoffen, aber ist vielleicht ein dritter Weltkrieg am Kommen oder gerade im Gange? Und wenn ja, wie können wir uns am besten vorbereiten? Was sollten wir am besten zu Hause an Vorräten haben, um das unbeschadet zu überstehen? Vorräte sammeln und Prepper-Tipps findet ihr überall. Aber kaum jemand hat wirklich die Zeit und das Geld und den Raum, um sich den ganzen Keller voll mit Dosen zu hauen und ganz viel Geld auszugeben. Das ist alles nicht pragmatisch. Meine Tipps sind ganz anders. Ich gebe euch Tipps, wie ihr euch auf den Notfall vorbereiten könnt und das ohne viel Geld, viel Zeit oder viel Raum zu verbrauchen. Ja, wie kann das Preppen ganz einfach gelingen, sodass es euch überhaupt keine Zeit und fast kein Geld kostet? Damit wollen wir uns heute beschäftigen, bleibt also unbedingt dran. Servus und herzlich willkommen bei Du bist genial. Bevor ihr euch dieses Video anschaut, solltet ihr natürlich erstmal mein Einleitungsvideo anschauen, was ich euch hier einblende. 5 Tipps, wie ihr den dritten Weltkrieg überlebt. Und natürlich mein zweites Video, das ihr aufs Land ziehen sollt und wie man das am besten macht, um den dritten Weltkrieg zu überleben. Dies ist das dritte Video und ich freue mich, dass ihr reingeschaltet habt. Wichtig ist natürlich, dass es nicht viel Geld und viel Zeit kostet. Es gibt Leute, die bereiten sich auf jegliches mögliches Szenario vor und kaufen sich auch Generatoren im Keller. Das ist alles nicht schlecht, das will ich nicht leugnen. Aber für den normalen Menschen, der noch andere Dinge zu tun hat, ist es vielleicht nicht die beste Variante. Das heißt, die Tipps, die ich euch heute vorstellen werde, werden nicht so viel Zeit und Geld kosten. Es sind nur kleine Anpassungen im Lebensstil notwendig. Aber wir wollen uns natürlich nicht nur auf die physische, also auf die materielle Vorbereitung konzentrieren, sondern auch, wie wir uns geistig vorbereiten müssen, und das ist vielleicht sogar die wichtigere. Neben all dem Prepping und Vorräte kaufen ist das vielleicht die wichtigste Vorbereitung. Wenn du psychisch und mental richtig vorbereitet bist, dann wird es dir auch nichts ausmachen, mal in Notfallsituationen auf das leckerste Essen zu verzichten oder mal ein paar Tage nicht genug Wasser zum Duschen zu haben. Und du wirst nicht gleich aggressiv werden und gewalttätig durch die Gegend laufen. Deshalb seid gespannt auf die besten Tipps, wie ihr euch vorbereiten könnt. Und wir fangen natürlich gleich mal mit der Nahrung an. Für eine Generation vor uns war es total selbstverständlich, ständig Vorräte zu Hause zu haben, die uns einige Wochen mal überdauern können. Aber heutzutage ist es so, in Zeiten der Rundumversorgung, wo man jede Sekunde in den Supermarkt kann, dass viele Leute überhaupt keine Vorräte mehr zu Hause haben. Aber das ist gefährlich. Sogar das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe raten eindeutig, dass wir Nahrung zu Hause haben sollten, die uns über einige Wochen versorgen können. Und damit es nicht so kompliziert wird und ihr vielleicht nicht nach 2 Jahren die ganzen Dosen wieder wegwerfen müsst, weil das Ablaufdatum vorbei ist, macht es euch ganz einfach. Hier ist mein Tipp. Kauft euch zum Beispiel pro Person 3 25 Kilo Getreidesäcke beim Raiffeisen. Das kriegt ihr für 20 €, total billig und die halten jahrelang. Und Getreide ist ein Grundnahrungsmittel, das euch über Monate gut ernähren kann und euch alles gibt, was ihr braucht. Zum Ersten könnt ihr natürlich Brot damit backen. Und zwar, wie man gutes und einfaches Brot backt, darüber werde ich bald ein Video machen. Abonniert also unbedingt den Kanal, dass ihr nichts verpasst. Dazu könnt ihr ganz einfach bei eBay eine gebrauchte Getreidemühle kaufen von Bosch und eine Haushaltsmaschine, die ihr dafür braucht. Zusammen vielleicht 200 €, total günstig. Und im Zweifelsfall an Strom zu gelangen, ist heutzutage nicht mehr so schwer, wo es günstige Batterien gibt oder Solarzellen, Solarpaneele. Aber selbst wenn ihr mal einige Wochen keinen Strom hättet, könnt ihr mit dem Getreide euch super ernähren. Ihr könnt eine Suppe kochen, ihr könnt euch andere Dinge backen, ihr könnt es von Hand mahlen oder ihr könnt auch versuchen, einen Griff an eure Bosch-Mühle zu basteln. Oder ihr könnt es sogar zu Flocken machen und ins Müsli reinmachen. Oder ihr lasst sie einfach sprießen und dann habt ihr schon eine gute Voraussetzung für einen Salat mit vielen Vitaminen. Also ihr habt wirklich viel Möglichkeiten mit dem Getreide. Aber das beste Essen wird euch nicht vor dem Sterben bewahren, wenn ihr nicht genug Wasser im Haus habt.
Für die Wasserversorgung, für die Getränkeversorgung muss man natürlich unterscheiden zwischen kurzfristig und langfristig. Für kurzfristig, für 1-2 Monate reicht es, wenn ihr einige Kästen Wasser im Haus habt, dann könnt ihr euch zumindest schon mal überleben. Ich empfehle euch übrigens Wasserflaschen, weil es einfach gesünder ist, die könnt ihr auch jahrelang stehen lassen, da tritt auch kein Plastik ins Wasser. Aber wenn ihr einen Garten habt, dann ist es auch so ein kleiner Wasserspeicher. Und zwar pflanzt man ja besonders Salat und Gurken an oder Zucchinis und all diese Gemüse sind extreme Wasserspeicher. Eine Salatgurke zum Beispiel hat 97% Wasser. Das denkt man vielleicht gar nicht, aber das Wasser ist in einer anderen chemischen Zusammensetzung in der Gurke, deswegen ist sie nicht komplett wie ein Wasserballon. Und wenn ihr jetzt einen Garten habt und es würde eine Krise ausbrechen und ihr habt da 10 Zucchini-Pflanzen, habt ihr allein durch die 10 Zucchini-Pflanzen schon fast 10 Liter Wasser. Zur allergrößten Not, bevor ihr verdurstet, könnt ihr sogar auf euer Heizwasser in eurem riesen Tank unten zugreifen. Da braucht ihr natürlich einen Filter. Ich zu Hause habe einen Brita-Filter und kann damit einfach normales Wasser filtern. Ich immer und trinke, das ist dann noch gesünder. Aber bevor ihr teure Ausgaben für einen riesen Filter habt, könnt ihr euch das auch sparen. Und zwar könnt ihr einen Filter, wenn ihr wisst wie, könnt ihr den selber herstellen. Dafür braucht ihr nur eine Sache wissen, und zwar, dass fast alle Filter basieren auf einem Prinzip, und zwar der Holzkohle. Das heißt, ihr braucht Kohle und die Kohle, die sammelt die ganzen Giftstoffe an. Die Kohle kann man selber herstellen, indem man auf eine bestimmte Weise Holz verbrennt oder eben Kohle nimmt, und die säubert so euer Wasser richtig gut. Aber eure Hauptwasserquelle, das sollte natürlich was sein? Genau, das Dach. Am besten ihr bereitet euch jetzt schon vor, aber auch im Ernstfall stellt ihr einfach eine Regentonne unter eure Regenrinne und macht eine Öffnung zur Not rein. Das braucht ein bisschen handwerkliches Geschick, aber so könnt ihr genug Wasser bekommen. Und zwar ist es so in Deutschland, in der Schweiz, dass mehr als genug Wasser auf ein durchschnittliches Dach einregnet, als ihr verbrauchen könnt. Sogar trinken und putzen und für was alles ihr es braucht. Wenn ihr also die ersten 1-2 Monate selber mit dem Wasser über die Runden kommt, dann könnt ihr spätestens danach, wenn es dann anfängt zu regnen, genug Wasser selber produzieren. Den dritten Punkt, einen eigenen Garten, kann ich nicht stark genug betonen. Und zwar werdet ihr riesige Mengen an Geld und Platz brauchen, wenn ihr euch wirklich für Monate lang selbst versorgen wollt oder jahrelang, vielleicht sogar eine Familie. Deshalb sollte das Prinzip sein, ihr habt für ein paar Monate Essen im Keller oder sonst wo eingekocht, aber den Rest, dafür habt ihr einen Garten. Und über den Garten ist es relativ einfach, sich voll zu versorgen. Aber ihr müsst wissen, wie. Ihr müsst euch am besten jetzt schon vorbereiten. Fangt schon mal an. Wenn ihr keinen Platz habt für einen Garten, nehmt euch Kübelpflanzen und fangt an, Tomaten zu ziehen. Und so lernt ihr, wie ihr das machen könnt. Und mit der Zeit lernt ihr immer effektiver zu sein. Und letztendlich ist es so, wenn ihr effektiv seid, dann reichen 300 Quadratmeter pro Person, um sich komplett selbst zu versorgen mit Kartoffeln und allem Möglichen. Das heißt, wenn ihr eine Familie seid von 4 Leuten und 1000 Quadratmeter habt, dann könnt ihr euch komplett selbst versorgen. Ein wichtiger Tipp ist natürlich, dass man produktive, heimische Pflanzen anpflanzt. Und es sind besonders Tomaten, Kartoffeln, Bohnen, Zucchini, Kürbis, Gurken. Ein schwieriges Thema bei der Sache Selbstversorgung ist natürlich über den Winter zu kommen. Aber auch hier könnt ihr gut planen. Wenn ihr richtig plant, könnt ihr schon wieder im März anfangen, zum Beispiel mit Kartoffeln pflanzen, wenn ihr ein Vlies drüber macht. Oder die Pflanzen rausstellen und eben mit einem Vlies bedecken. Und es gibt bestimmte Pflanzen, die ihr sogar im Winter weiter wachsen lassen könnt. Zum Beispiel Salate oder Brokkoli oder es gibt noch viele andere. Oder zumindest könnt ihr die Pflanzen im Garten lassen und dann im Winter ernten. Aber natürlich nicht zu vergessen auch das Einkochen. Wenn ihr zu viel Zucchini oder Tomaten habt, dann kocht euer Gemüse ein. Und ein weiterer Tipp, um über den Winter zu kommen, ist die richtigen Sorten zu pflanzen. Einmal gibt es Spät- und Frühkartoffeln. Die Spätkartoffeln, die könnt ihr noch bis in den Februar, März essen, weil die einfach lange halten. Bei den Äpfeln dasselbe. Ihr könnt frühe Äpfel haben, wo ihr schon im Juli vielleicht ernten könnt. Und dann eine späte Apfelsorte mit dicker Schale, die einfach lange hält und nicht anfängt zu schimmeln im Keller. Und die ihr dann vielleicht bis Februar auch noch essen könnt. Wenn ihr es richtig plant, kommt ihr super auch über den Winter. Ich habe zu Hause immer etwa 30 leere Gläser stehen, die man gut abdichten kann. Und damit könnt ihr einkochen. Die müsst ihr natürlich selber die Gläser auch einmal kurz mit ins kochende Wasser, dass es wirklich desinfiziert ist. Und das kostet alles nicht viel Zeit. Ich investiere pro Woche etwa 1 Stunde durchschnittlich in meinen Garten und ich ernähre mich schon zu 5% selbst. Das heißt, wenn ich ein bisschen mehr investieren würde, könnte ich mich auch komplett selbst versorgen. Demnächst mache ich übrigens ein Video, der effiziente Garten. Bleibt also unbedingt dran, abonniert meinen Kanal und es wird alles super werden. Geistige Vorräte sind extrem wichtig. Man sagt, einen gesunden Baum erkennt man nicht daran, wie er in guten Zeiten ist, sondern wie in der Dürrezeit ist. Wenn es mal lange nicht regnet, wenn er dann immer noch gut dasteht, dann ist es ein guter Baum.
Jetzt, wo die Wirtschaft brummt und wir alles in Hülle und Fülle haben, ist es nicht schwierig, einen stabilen Charakter zu haben und glücklich durchs Leben zu laufen. Aber wenn mal eine wirkliche Krise kommt und wenn wir vielleicht nicht genug Wasser haben, keine Wohnung über dem Kopf, die Freunde vielleicht weg sind oder Verwandte gestorben sind, es nicht genug Essen gibt, dann zeigt sich, wer wirklich einen starken Charakter hat. Zum Thema starken Charakter mache ich übrigens bald ein Video. Also, wenn du plötzlich monatelang dich von nichts anderem als Getreide ernähren kannst, dann brauchst du einen wirklich starken Charakter, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Um nicht zu viel vorwegzunehmen, geht es vor allem um die Beziehung von dir zu deinen Mitmenschen. Und zwar Menschen und du selbst, ihr fügt euch wie ein Puzzleteil ineinander, wie ein Netzwerk. Wie ein Netzwerk, in dem ein Puzzleteil, das von allen anderen Puzzleteilen beeinflusst wird und sich gegenseitig beeinflussen. Und erst zusammen ergeben sie ein Bild. Also versucht dich gut mit deinen Mitmenschen zu stellen und vergebt euch gegeneinander die Fehler, wenn ihr Fehler gemacht habt und versucht Frieden zu haben. Schau, dass du mit deinen Mitmenschen und mit Gott im Reinen bist. Das gibt dir auch eine Stärke und eine Sicherheit im Charakter. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Wenn ihr euch an diesen 4. Punkt, den ich gebracht habe, haltet, seid ihr davor bewahrt, ständig ängstlich und furchtsam durch die Gegend zu laufen. Habt ein bisschen Gottvertrauen, das ist auf jeden Fall wichtig. Waffen sind überhaupt nicht notwendig. Freunde, ein Netzwerk, das ist übrigens mein nächstes Video zum Thema Dritter Weltkrieg, das ist wichtig. Und allein wenn ihr den ersten Punkt beherzigt, dass ihr aufs Land zieht, werdet ihr schon vor ganz vielen Gefahren beschützt sein. Auch heute in normalen Zeiten ist es sogar so, dass die allermeisten Gewaltverbrechen in der Stadt passieren, weil die Leute einfach viel unruhiger sind, weil sie viel mehr Dinge gibt, die sie hier gern haben möchten und der Unterschied zwischen Arm und Reich viel größer ist. Und so wird es auch immer bleiben. Was ihr vielleicht machen könnt, ist, dass ihr euch Tiere zulegt, also zum Beispiel Hunde, die können einen gewissen Schutz auch darstellen. Die schützen natürlich vor Verbrechern oder vor allen anderen, die sich euch nahen. Da könnt ihr schon ein bisschen vorher wissen, wenn jemand zu eurem Haus kommt. Außerdem, wenn ihr gut vorbereitet seid und eine Krisenzeit kommt, dann ist es gut, wenn ihr ein bisschen mehr habt, als ihr braucht. Dann könnt ihr auch anderen abgeben und dadurch helft ihr nicht nur ihnen, dadurch macht ihr auch die Umgebung sicherer, weil sie einfach haben, was sie brauchen und dann nicht irgendwie zu Dieben werden. Es gibt zu dem Thema Prepping und Vorräte natürlich noch viele, viele andere Gebiete, zum Beispiel Energieversorgung und Wärmeversorgung. Darauf möchte ich nicht eingehen. Nur ein kleiner Tipp vorweg, schaut, dass ihr genug Decken und Schlafsäcke im Haus habt. So könnt ihr auch zur Not, wenn es richtig tiefe Temperaturen gibt, überleben oder euch wärmen. Selbst wenn mal ein Haus einstürzen sollte. Schön, dass ihr dabei wart. Das nächste Video zum Thema Dritten Weltkrieg wird darum gehen, wie baue ich mir ein starkes Netzwerk auf, das auch hält in Krisenzeiten und das dir helfen kann zu überleben. Also unbedingt den Kanal abonnieren, dass ihr es nicht verpasst. Mit meinem Kanal habe ich das Ziel, dass wir lernen, das Beste aus uns rauszuholen. Unser Potenzial voll auszuschöpfen. Die PS auf die Straße zu bringen. Schön, dass du reingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.